So, hi Leute, ja, was soll ich sagen? Ich habe mal wieder was gefunden. Ein kleines Schätzchen hier. Ja, das wollte ich dann euch auch nicht vorenthalten, also zeige ich euch das mal. Ja, einen Saab Scania Turbo. Ja, man sieht schon so ein bisschen Patina angesetzt hier. Die Zierleisten kommen auch schon runter. Ja, Kennzeichen sind auch keine mehr dran. Die Motorhaube sieht ein bisschen fertig aus. Ja, da hat die UV-Strahlung der Sonne lange drauf rumgebraten. Naja, aber zumindest hier das Saab-Zeichen, das ist noch gut erhalten. Ja, und hier der Blinker, der hängt hier schon auf 7:30. Da passiert nicht mehr so viel. Gebrochen ist es hier auch schon. Glühlampe fehlt. Ja, trauriges Bild. Ja, hier fehlt so ein bisschen Luft, würde ich sagen. Eindeutig, ne? Der steht hier auf der Felge. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier? 195 60 R15. So, und das Spannendste ist doch, von wann die Reifen sind. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das nicht hier in dem Bereich ist. Denn da kann ich es ja nicht erkennen. Ich kann den Wagen ja auch schlecht hochheben. Ja. Ja. Okay, hier sieht man auch, dass das Fahrzeug schon ein bisschen länger steht. Die Bremsscheiben sind nicht nur angerostet. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ja, also das Fahrzeug steht Minimum 6 Monate. Ich tippe mal eher 12 Monate. Ja, und hier sieht man dann auch ein bisschen Rostansatz, aber ansonsten von der Substanz her steht der Wagen eigentlich noch ganz gut da. Ja, gucken wir mal weiter. Ja, Innenraum. Ja, schon ziemlich ausgepflückt hier. Das sieht mir doch schwer nach einem Schlachtauto aus. Ja, hatte auf jeden Fall so eine beige Ausstattung von der Polsterung her. Und es war ein Automatikwagen. Oder naja, ist es ja noch immer. Ja, Rücksitzbank fehlt auch. Mit Anti-Theft-Alarmanlage. Ja, und wie man sieht, es handelt sich um ein Cabrio, das aber auch schon gelitten hat. Da hinten ist auch schon ein Loch drin. Nicht gut, nicht gut. Wenn man das Fahrzeug noch retten will. So, was haben wir denn hier? Na, das sieht mir doch schwer hier nach dem entsprechenden aus. Das wäre dann 1105. Also von November 2005 der Reifen. Ja, etwas veraltet. Ja, und hier dann mal die Heckansicht vom Saab 900 Turbo 16 Ventiler. Ja, und das sieht natürlich auch heiß aus hier. Ach, hier war es wahrscheinlich ein Spoiler drauf. Alles klar, hier fehlt der Spoiler und das waren hier die Ansätze dann von dem Spoiler. Ich meine, ja gut, wenn man einen Turbo-Motor hat, ne, dann braucht man auch einen Spoiler. Haben die sich wohl damals gesagt, die Designer? Ja, lang ist's her. Ja, aber wie lange eigentlich? Kurz etwas zu der Geschichte des Modells. Der Saab 900 wurde in zwei Generationen von Sommer 1978 bis Anfang 1998 hergestellt. Das Cabrio gab es erst ab 1986 und wurde bis Mitte 1994 gebaut. Insgesamt wurden ja knapp 909.000 Fahrzeuge hergestellt. Und hier sieht man jetzt einen Auszug aus dem Fahrzeugprospekt. Auf der rechten Seite für das hier gezeigte Modell. Der Motor hat immerhin 118 kW, 160 PS und das bringt das Fahrzeug auf Tempo 200 km/h. Wow! Bei 120 km/h verbraucht der Motor mit Automatikgetriebe 12,4 Liter Normalbenzin pro 100 Kilometer. Und der damalige Verkaufspreis lag bei stolzen 74.800 D-Mark. Das entspricht umgerechnet 38.245 Euro.
Das gezeigte Fahrzeug hat zusätzlich noch als Sonderausstattung das Dreigang-Automatikgetriebe und auch die Metallic-Lackierung. Also kamen nochmal 1.600 € hinzu. Wahnsinn. Ein insgesamt trauriges Bild. In so einem schönen alten Wagen. Ja, war jetzt nur ein kurzes Video, aber das Auto ist mir halt so ins Auge gefallen. So ein alter Saab, das sieht man nicht mehr oft. Und ja, wenn ihr doch irgendwie ähnliche Fahrzeuge oder das gleiche Fahrzeug auch bei euch irgendwo in der Gegend habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was da für Varianten noch rumfahren. Saab an sich gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Wer es besser weiß, in die Kommentare schreiben. Ist ja eine der Marken, die ja, vor etlichen Jahren ziemlich zu kämpfen hatten und ich glaube nicht so gut dabei herausgekommen sind. Okay, das war es dann wieder von meiner Seite. Ja, denkt dran, ich freue mich über jedes Abo und natürlich auch über eine Spende von euch. Also ciao und bis zum nächsten Mal.